Das ist jetzt den Rest Diesel rauspusten. Nee, jetzt Wasser. Ach, Wasser. Nee, nicht Diesel rauspusten. Die kriegen wir gar nicht raus. Was? Die ist mit dem hinteren Teil unterm Gurtbock. So, und jetzt kannst du entweder anfangen, den ganzen Gurtbock auszubauen, oder du musst dir was anderes überlegen. Oder du musst ganz lange friemeln, bis du irgendwann die Stelle hast, wo sie dann doch rauskommt. Das weiß man nicht, Nora. Oder wir müssen doch die Wand da abbauen. Moin und hallo. Moin. Wir begrüßen euch aus Stuttgart. Wir sind das zweite Mal in Stuttgart. Das erste Mal letztes Jahr, da hatten wir eine YouTube-Pause eingelegt. Und Genau. dieses Mal das erste Mal und wollten eigentlich ein paar Filme machen. Gleich hin und Filme machen. Schön durchstarten, Film, ne? So Ging war es nicht. geplant. Ging nicht. Auf den Platz gestellt, an den Strom angeschlossen und zack, schon das erste Problem. Was haben wir heute für euch? Neue Tipps und Tricks zu einem alten Problem. Wir haben es schon mal erlebt. Einige von euch haben es bestimmt auch schon erlebt. Darüber geht heute unser Video. Viel Spaß dabei. Viel Spaß! Was ist passiert? Wir haben uns hier wunderbar hinstellen dürfen auf den P32, auf der Messe Stuttgart, auf der CMT, haben uns an Strom angeschlossen. Warum, erzählen wir auch noch. Eigentlich brauchen wir ja nicht unbedingt Strom, machen uns die Heizung an und was passiert? Es qualmt. Fehler. Wir haben ja unseren Hümer gebraucht gekauft. Knapp 2 Jahre alt, 2600 Kilometer erst runter. Das ist natürlich sehr wenig. Die Information, die wir bekommen haben, dass das Ehepaar, was das Fahrzeug vorher gefahren hat, wohl nicht ganz gesund war und sie konnten halt das Fahrzeug nicht bewegen. Also muss das Fahrzeug viel gestanden haben und wir haben keine Ahnung, wie die Heizung behandelt wurde in der Zeit. Wurde da ab und zu, was ja immer der Tipp ist bei einer Dieselheizung, einmal im Monat hochfahren auf 30 Grad, damit der Brenner sich frei brennt. Wir wussten ja nun wirklich nicht, wie die Vorbesitzer die Heizung gepflegt haben. Wir haben es mit Freibrennen versucht, mit Freibrennen und nochmal Freibrennen. Hat ordentlich gequalmt, wenn wir umgestellt haben von Strom auf Diesel, wieder gequalmt. Es ging einfach nicht, bis sie dann wirklich ganz aus war. So. Und was haben wir gemacht? Unser Lebensretter hier auf der Messe. Wir sind zu Truma gegangen. Die haben hier einen Stand in Halle 7. Wir haben gedacht, wir machen das einfach mal, fragen wir mal, bevor wir da die Hotline anrufen. Und was ist? Sie haben hier ein Serviceteam, wirklich von morgens bis abends parat und helfen euch. Nicht nur euch, sondern eben auch uns. Waren innerhalb von 1,5 Stunden hier, haben sich das angeschaut und jetzt gehen wir mal rein und dann erzählen wir weiter. 32 Volt? Ja. Da ist doch noch Netzstrom mit drin. So, müssen wir ausmachen. Nein, darum geht's gar nicht. Du musst erstmal den Punkt. Klappe drüber auf, oder? Wie bitte? Die Klappe ist auf, ist auf. Ich hoffe, dass unsere Möbel das aushalten. Ich bin extra rausgegangen. Ja, ich gehe jetzt raus, Leute. Heizung raus, jetzt heißt es frieren. Macht aber nichts, bald wird es wieder warm. Da war sie. Und kommt auch wieder rein. Ich habe schon wieder einiges gelernt, was ich vorher nicht wusste. Ja. Das können wir noch ganz kurz erzählen. Ich habe immer gedacht, eine 6 kW Dieselheizung, blöd wie ich bin, ne, Laie, läuft immer nur über 6 kW, was ja gar nicht stimmt. Die hat 3 Leistungsstufen. 3 Leistungsstufen, 2 kW, 4 kW, 6 kW. Genau. Und sie passt sich der jeweiligen Temperatur an, oder kann man das so sagen? Ja, sie passt ihre Leistungsstufen an, Ja, je nachdem wie viel benötigt wird. genau. Das wusste ich nicht. Wir waren an dem Truma-Stand, dann Ja. werden erstmal die Daten aufgenommen. Ja. Ach ja, ganz wichtig, immer Das Typenschild. Typenschild. Ja. Typenschild und ja, dann gut, dann wurden die ganzen Kontaktdaten aufgenommen und besprochen und dann haben wir uns dann noch mal ganz kurz den Brenner angeguckt, wie das aussieht. Das ist ja gleich hier die Aufnahme zu sehen.
Und naja, und dann sind wir in den Bus und wie gesagt, haben wir ein bisschen gewartet. Das waren 1,5 Stunden, hatte ich ja schon gesagt. Und dann kam schon der Service mit. Wir haben aber nicht wir haben ja nicht im Auto Ja, gesessen. Wir sind auf der Messe rumgelaufen, Ja. haben da schön Kaffee getrunken. Ja. Schön, es war ja auch geheizt, ne? Es ist ja auch geheizt auf der Messe, ne? Ja. Und dann kommt ein Anruf, ich bin euer Techniker, wo seid ihr? Ich kann in 10 Minuten am Auto sein. Und so war das. Ja. Der Fehler, Genau. alter Fehler, bekannter Fehler. So, worum geht's eigentlich? Wir haben eine Dieselheizung, das ist die Kombi D6. Ne? Und der allzu bekannte Fehler, da habt ihr bestimmt schon öfter von gehört, das ist der E122H. Der ist bekannt wie ein bunter Hund. Ja. Ne? Der kann nur für viele Dinge stehen. In unserer Erfahrungswelt war es so, wir hatten schon mal dieses Problem, dass die Brennkammer sich durch Koks, durch Verbrennungsrückstände zugesetzt hat. Und dann passiert Folgendes, dass der Glühstift, der diese Flamme erzeugen soll, diesen Verbrennungsprozess mit dem Diesel-Luftgemisch erzeugen soll, der bringt das Gemisch nur noch zum Verdampfen. Und dieses Verdampfen erzeugt dann eine wahnsinnig schöne Qualmwolke. Dieser Service wird auf den Messen in Stuttgart und in Düsseldorf angeboten. Aber da könnt ihr dann auch noch mal auf der Webseite lesen, es gibt ja auch diese Hotspots in den Skigebieten. Ja. Wie nennen die sich? Da nennt die Bezeichnung ist dann Winterrallye. Winterrennen. Da fahren dann im Winter Truma Service-Teams rum Ja. und unterstützen Camper bei ihren Problemen an ihren Fahrzeugen direkt vor Ort. Ja. Kann man anrufen, Service-Hotline und dann kommen die vorbei. Ja. Ne? Wichtig ist, was Truma auch wissen möchte, wo sitzt eure Heizung, was fahrt ihr für ein Fahrzeug? Bei uns sitzt sie unter der Sitzbank. So, wir haben uns das ja angeguckt. Oh, das ist ja ganz viel Platz da unten. Die haben uns auch gefragt, bekommen wir die Heizung da gut raus? Ja, ihr bekommt die da wunderbar raus. Wunderbar, der ist gekommen. Wir machen mal da Schrauben ab, wir machen mal da Schrauben ab, den Deckel ab. Alles klar. Was haben wir? Wir haben da einen Gurtbock. Ja. Ein Gurtbock. Der ist erstmal im Weg. Dann haben wir hier dieses unten, da ist ja so eine Verkleidung, die mussten wir wegziehen. So, dann haben wir irgendwann die Heizung rausbekommen. Wunderbar, in seinen Servicewagen hat er die gebracht und hat, wie gesagt, die Teile getauscht. So, Teile getauscht. Warte, ich wollt noch was erzählen. Ja. In unserem Fall ging es ja darum, dass wir hier eine Woche stehen bei der Messe. Und wenn jetzt der Servicetechniker kommt, dann muss der ja für sich vor Ort entscheiden, ob er die Heizung ausgebaut bekommt oder ob so viele Möbel ausgebaut werden müssen, dass er das alleine gar nicht mehr bewältigen kann und dann auf den Hersteller, den Fahrzeughersteller verweist. Da kann es natürlich passieren, dass der Techniker dann sagt, kann ich nicht ausbauen, zu viele Möbel. Fahren Sie bitte zu Ihrem Wohnmobilhändler, damit er die Möbel ausbauen kann, damit ich dann an die Heizung rankommen kann. Und so waren wir hier vor der Situation, der nette Herr wollte uns ja helfen, logisch. Und das sind wir auch völlig begeistert von, logisch, klar. Wir haben uns total gefreut. Und dann haben wir hier mit vereinten Kräften an den Möbeln gerückt, die Schrauben rausgedreht, die Heizung freigebaut. Und diese Entscheidung, ob der Techniker das mitmacht, weil der möchte ja keine Schäden an der Einrichtung verursachen, die trifft der Techniker. Und der war so cool drauf, der hat uns so geholfen. Wir haben echt einen wunderbaren Techniker gehabt und die Heizung läuft ja inzwischen auch wieder. Also, erste Mal ausgebaut, den Brenner und den Glühstift getauscht, wieder eingebaut. Fehlermeldung, und zwar die Flammentemperatur, irgendwie sowas. Fühler, der Flammenfühler. Ja, Temperaturfühler. Flammentemperaturfühler. Ja. Zeigte eine zu große Temperatur. Entwicklung an, über 500 Grad. Ja, richtig. Irgendwie sowas, war rot. Das heißt, darf jetzt nicht in Betrieb genommen werden. Ja, der sperrt dann die Heizung, du kannst sie gar nicht starten. Genau. Man muss mal wissen, unsere Heizung war ja aus. Ne? Ja, gut. Wieder ausgebaut, wieder in den Servicewagen. Ja. Und der nette Service-Mitarbeiter, der war schon ein bisschen säuerlich, glaube ich. Gut, Fehler behoben. Zweites Mal wieder die Möbel beiseite biegen. Zweite Mal eingebaut. Und was ist dann passiert? Und zwar hat die Truma Dieselheizung Kunststofffüßchen Auf einer Seite. auf einer Seite. Und beim Einbauen ist das abgebrochen.
Also zweite Mal eingebaut, was machen wir? Ersatzteil, da muss ein Ersatzteil beschafft werden. Das kann dann aber erst am nächsten Tag kommen. Also wurde die Truma Dieselheizung wieder provisorisch eingebaut und angeschlossen und sie lief und wir mussten nicht frieren. Wunderbar. Heute kam dann irgendwann das Telefonat gegen Mittag. Ersatzteil ist da. Also die Truma Dieselheizung. Wieder ausbauen, Möbel beiseite biegen. Ich hatte ja immer ein bisschen Bammel, dass da irgendwas bricht und knarrt und kracht oder ich weiß Ist ja es nicht. alles Leichtbau. So, wieder raus, wieder in den Servicewagen. Dann wurde das, also nun dieses Ersatzteil draufgebaut. Truma Dieselheizung wieder einbauen. Zum dritten, alle guten Dinge sind drei, kann man sich jetzt sagen. Und es läuft und wir sind total dankbar. Das hat zwar jetzt 2 Tage gedauert, aber wir haben uns gut beschäftigt hier. Ja. Wir sind schon so ein bisschen mal rumgelaufen. Und also war ganz toll, jetzt ist sie drin. Das ist die Brennkammer. Und die Brennkammer muss getauscht werden, wenn die sich zu sehr mit Verschmutzung durch den Verbrennungsprozess zugesetzt hat. Und das ist der Glühstift, der kommt hier rein und der ist dafür zuständig, dass das ganze Gemisch verbrennt. Und dann wird Wärme erzeugt. Diese Wärme, dadurch bekommt man dann warmes Wasser und dadurch bekommt man auch warme Luft. Und dieses Bauelement war eben so weit zugesetzt, dass es nicht mehr funktioniert hat. Die Folge ist, dass der Glühstift das Dieselgemisch nicht mehr verbrennt und eine Flamme erzeugt, sondern nur noch verdampft. Und diese Verdampfung, das ist der Qualm, den man nachher draußen sieht. Bekommst du aber wieder hin, kann man reparieren. Also, wir hatten das Problem ja schon mal mit Pippi. Da hatten wir aber das Fahrzeug 4,5 Jahre. Und die, sag mal jetzt, Laufleistung war... Das sind die Stunden, die Die Betriebsstunden. Stunden, das waren über 5000. Ach, ja. Ja? Diesmal waren es nur 1350. Ja. Das heißt also, beim Gebrauchtwagenkauf hast du ja, wie gesagt, du weißt ja nicht, wie die Vorbesitzer oder der Vorbesitzer die Heizung behandelt haben. Haben die freigebrannt? In diesem Falle würden wir sagen, nein. Der Dreck war so hartnäckig, in dieser Brennkammer schon so festgesetzt oder so. Ja. Da kannst du machen, was du willst, du kriegst das nicht mehr frei. Es ist leider so. Ja. Nach 1350 Stunden. Betriebsstunden. Ja. Betriebsstunden. Ja. Das ist also nicht unbedingt der richtige Gedanke, das Auto so zu überwintern auf der Einfahrt, dass man im Oktober die Heizung auf 8 Grad anstellt und im März wieder ausstellt. Ne? Ja. Dann fährst du die ganze Zeit, die ganzen Stunden, immer wenn die Heizung anspringt, fährst du dann im Niedrigtemperaturbereich. Und im Niedrigtemperaturbereich werden eben mehr Partikel freigesetzt, und nicht zum Verbrennung gebracht, die nachher wieder dafür sorgen, dass da eine Brennkammer Probleme bekommt und dass das richtige Brenngemisch dann nicht mehr erzeugt werden kann, weil sich dieses ganze Gittersystem zusetzt. Auch bei der 4 kW Dieselheizung haben wir Ja. erlebt. Wir hatten am Nordostseekanal Nachbarn stehen, die hatten die 4 kW. Es war ein Mietfahrzeug, das müssen wir dazu sagen. Aber ein ganz neues. Und ein ganz neues. Und was war? Sie hatten etwas Panik. Die haben sich zum ersten Mal ein Wohnmobil gemietet. Und auch bei der 4 kW, weil du ja ständig wechseln ja die Mieter, sagen wir es mal so. Und die brennen nicht frei. Also läuft die Heizung, wird die auch nicht gereinigt. Genau. Und zack, bestimmt 20 Minuten hat die gebrannt. Und du kannst sowas beim Gebrauchtwagenkauf ja auch nicht prüfen. Nee. Die Heizung lief ja, als wir den Wagen gekauft haben, lief die Heizung einwandfrei. Ja. Und ein paar Wochen später hat die sich so zugesetzt, dass es ihr den Rest gegeben hat und dann musst du halt Abhilfe, sprich dann musst du eine Reparatur durchführen. Also, Das kannst du vorher nicht messen. beim nächsten Gebrauchtwagenkauf werden wir die Heizung auseinanderschrauben, uns die Brennkammer anschauen. Ja. Ist alles in Ordnung? Um Gottes Willen. Ja. So, Ja, aber meine Kritik ein bisschen. Ich möchte nur ein bisschen. Es ist ja nicht immer einfach für die Hersteller, die Dieselheizung einzubauen. Wo platziere ich sie? Ich habe einen Kastenwagen unter 6 Meter. Wir wollen ja alle große Betten, wir wollen große Badezimmer, wir wollen große Sitzecken. Wir wollen alles dieses wunderbare Leben haben und auch eine Heizung. So, nun kommt man natürlich nicht immer ganz leicht an die Heizung ran. Also wir hatten es damals bei Pippi, bei unserem Kastenwagen La Strada Avanti IB. Da sitzt sie ganz unten drin im Keller. Bertel hat dem Service-Mitarbeiter damals 4 Stunden lang hast du die Möbel ausgebaut, Ja. damit wir an die
Heizung dran oder der Servicedienstmitarbeiter an die Heizung kam. Das ist natürlich immer nicht so leicht. Der Servicemitarbeiter von Truma ist ja nicht dafür zuständig, deine Möbel auszubauen. Ja. Der soll die Heizung reparieren. Das ist kein Möbelschreiner. Ne? Ja. So, also habe ich zugesehen, dem die Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Denn die Arbeit des Technikers hat eigentlich immer einen identischen Ablauf. Ja. Der liest deine Heizungsanlage aus und dann überlegt er sich, okay, muss ich ausbauen. Und wenn er sie ausbauen muss, dann ist er total begeistert, wenn du ihm die Arbeit erleichtert hast. Ne? Dann nimmt er die Heizung komplett raus, stellt die in seinen Servicewagen, da hat er das Werkzeug, da hat er Auslesegeräte und Ersatzteile und alles Mögliche. Das ist sein Arbeitsplatz. Sein Arbeitsplatz besteht jetzt nicht darin, oder seine Arbeit besteht nicht darin, hier im Auto vor Ort die Heizung auseinanderzubauen und zu zerlegen. Das macht er grundsätzlich in seinem Fahrzeug. Und deshalb mache ihm die Arbeit leicht, erleichter ihm die Arbeit. Wir haben hier die Truma Dieselheizung, 6 Kilowatt. Genau. Die hat 3 Schaltstufen, Ja. 2000 Watt, 4000 Watt und 6000 Watt. Ja. Das heißt, der Fehler ist bei uns aufgetreten in der 4000 Watt. Und das wussten wir nicht. Das haben wir noch nie gewusst, dass die Heizung sich 3 Stufen. danach richtet. Ich habe immer gedacht früher, die läuft nur auf 6 kW. Ja, Das ja. wussten wir nicht. Auch die alte Truma D hat 3 Heizstufen. Und sie richtet sich nach deiner Temperatureinstellung. Genau, Läuft auf 2 kW, auf 4 kW oder auf 6 kW. genau, Ja. genau. Dann haben wir eine E-Patrone verbaut. Ja. Die E-Patrone hat 2 Stufen, 900 Watt und 1800 Watt. Jetzt mussten wir hier erstmal zusehen, dass wir einen Schaltkasten finden. Hier ist nämlich mit 10 Ampere abgesichert, in dem noch nicht unbedingt 20 Stecker drin stecken. Dann haben wir sogar einen gefunden, da waren wir der einzige Stecker. Da hat man natürlich auch genug Leistung. Das hat alles funktioniert und konnten die Heizung auch auf Strom in der höchsten Stufe fahren mit 1800 Watt. Jetzt haben wir also die Möglichkeit. Wie war das noch? Jetzt haben wir folgende Einstellmöglichkeiten, Diesel. um zu heizen. Diesel, Mixed 1, Mixed 2, Elektrik 1 und Elektrik 2. Und das wussten wir auch nicht. Mixed. Da stellt man sich ja drunter vor, Mixed Strom und Diesel gleichzeitig. Nö, so geht das nicht. Das heißt, das läuft automatisch. Es läuft beim Mixed Diesel und sollte dein Dieseltank leer sein, springt die Heizung um auf Elektrik, auf Strom. Und die Saugleitung für die Dieselheizung, die geht ungefähr bis zum letzten Drittel deines Dieseltanks. Ja. Das kann ja also nicht passieren, dass du morgens mit deinem Dieselauto nicht mehr wegfahren kannst, weil vorher geht die Heizung schon aus. Die schnorchelt dir jetzt nicht deinen Diesel weg und das Auto startet nicht mehr. Ne? Und das ist in dem Bereich unterstes Drittel. Es war wieder 1,5 Tage der Erfahrung. Ne? 2. Ja, okay, 2 Tage Erfahrung. Jetzt haben wir noch ein bisschen. Ist gut. Jetzt machen wir uns, oder morgen würde ich sagen, gehen wir los und gucken endlich mal richtig auf der Messe. Ja, bis jetzt sind wir nicht weit gekommen. Nein. Halle 7, Halle 1. Gestern Abend war hier Party. Ja. Oh, das war schön. Das hat gut getan und wir haben ja Zeit. Dann bleiben wir eben ein bisschen länger auf der Messe. Du, das war ein schöner Abend. Wir haben gestern noch mit Kollegen zusammengesessen. Ja. Das alle rein in einen Teil integrierten. Das war total cool. Und dann ging das bis 12:30. Ich glaube, ne? Bis 12:30. Ja, Haben wir gequatscht. ja, ja. Sehr nett, sehr nett. Ganz liebe Grüße. Ja. Ja, so ist das hier auf der CMT. Ne? Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns. Und ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr auf der Messe seid. Truma Service Team. Genau. Bis die Tage. Bis die Tage. Tschüssikowski. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Lasst es euch gut gehen.